So, jetzt ist nämlich das nächste Mal. Ich suche die Eltern eines Kindes namens Kuno. Oh, der ist bestimmt stadtbekannt, oder? The waiters are at the end of this hallway, right next to the communal bathroom. Es gibt ein Gemeinschaftsbad? Also er hat 2 Eltern, weil er redet immer nur von seinem Vater, ne? Das ist natürlich auch interessant, dass es mehr als einer sind. Wer sind sie? I'm no one. Just an old woman who cleans these hallways. Ah ja. If you can call it living. I have a little room upstairs right next to the coal room. Sie hat ein kleines Zimmer direkt neben der Kohlekammer. It's barely bigger than a closet. But I don't complain, no. I have my bed and my aching bones to keep me company. And that's all I need from this world. Sie schiebt ihr Kind vor und ihre Augen glänzen. Also nein, sie will sich nicht beklagen, natürlich nicht. She hasn't spoken to anyone for a while. Even her sentences feel rusty. Ich habe einige Fragen zu den Wohnungen. Ask away, policeman. Cindy? The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still... Aber sie lehnt sich für einen Besen. She leaves an old lady to her business. More than I can say for others. Das wäre alles, danke. She mumbles some kind of a response. Then hacks something into her handkerchief. Ein trockenes Husten. Vielen Dank dafür. Was haben wir hier noch? Auf einem Zettel steht Zwangsverstreckung durch Matinees, Immobilien und Partner. Die Tür ist einfach offen. Wellen, die im Dunkeln brechen. Kann ich hier durch die Wand brechen? Jemand hat die Wand eingerissen. Achso, das ist einfach nur so ein Loch. Ich habe doch immer noch eine Taschenlampe, oder nicht? Auf dem Tisch liegt eine alte Einkaufsliste und Schecks. What happened here? Eine Wohnung, in deren Wand ein Loch klafft, kann man nicht zwangsverstrecken. Das ist ein trauriger Anblick. Put your emotions aside. Try to focus on abstract, impersonal things. Lass deine Gefühle beiseite. Ja, in die Falle hätte ich ja nicht unbedingt laufen müssen. But this reeks of sadness. Eine Wohnung, der man nicht, eine Wohnung mit einem Loch in der Wand kann man nicht zwangsverstecken. It will still be accessible through the apartment next to it. That one didn't have a door. Sadly, nothing of great value remains here. Der Kühlschrank hätte immer noch eine Kleinigkeit apparat. Indeed. In der Tat. Was hat denn der Kühlschrank? Oh, Nasopad und Geld. Cool. Wir werden hier richtig reich mit Heal und Dings. Hier geht's zum Balkon. Die meisten mal verproben. Okay, gut. Hier. Ach, jetzt sind wir hier bei... Oder Cindy. Ob sie uns Farbe geben möchte? Ich bräuchte Farbe. Ich kann nicht mal mit dieser komischen Brechstange rum. Oh. Über dir flattern Planen im Wind. Vergessene Hämmer und Nägel verrosten. Das Schloss ist verrostet. Es lässt sich nicht öffnen. Ja, warte mal. Ich hab doch... Der Stuhl ist neu. Dort hinten wohnt jemand. Ja, hallo Cindy, grüß dich. Ooh, the piggies have learned how to saunter up staircases. I didn't think you could do that with hooves. But here you are. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Hufen geht. Jetzt bist du verhaftet. Jetzt steckst du in Schwierigkeiten, junge Dame. Wir Polizisten mögen weder verschlossene Türen noch unerreichbare Stellen. Leute, die uns gegenüber in einer überlegenen Position sind, mögen wir auch nicht. Nein, wir haben uns weiterentwickelt. Das nennt man Evolution. Yeah, I can see that. Cool mutations. Sie verschränkt ihre Arme. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Schweröl? Das benutzt jetzt Farbe? Red-dyed heavy fuel oil is only used in government vehicles. Or at least that's the idea. Rot gefärbtes Schwer... Ach stimmt, das gibt's, ne? So, für Farmen... Warte, ich weiß gar nicht, wo war das? War das bei den Amis? Und wo hatte ich das schon mal gelesen? Ich glaube, das war bei den Amis, hatte ich das mal gelesen, dass die haben für... Oder war es auch in Deutschland? Dass du für so landwirtschaftliche Betriebe, dass die speziell gefärbtes Benzin haben, was halt nur da verwendet werden darf. Also und das ist dann irgendwie billiger, weil es irgendwie anders besteuert ist. Das ist so mit dem wie mit dem vergehten Alkohol und so Zeug. Cindy, ich brauche was Farbe und deinen Pinsel. Ist das schwer aus Regierungsbeständen? Ja, ich brauche Farbe. What for? Ich renoviere, ist langweilig, aber nötig. Für einen Motorwagen müssen verdeckt werden. Vermitteln. Die Apokalypse naht. Ich will diese Leute warnen. Für was Künstlerisches. Gib mir ein Kunstprojekt, okay? Well, if it's for art, but
What kind of art are we talking about? Ihre Augen verengen sich zu Schlitzen. Ehrlich gesagt ist mir noch nichts Konkretes eingefallen. Alles ist traurig und kacke und wir brauchen die Kunst, um das zu ändern. Über grandiose Kunst, über Kunst vom Feinsten, über die künstlerische, die wegweisendste, die... Alles ist traurig und kacke und wir brauchen die Kunst, um das zu ändern. Sounds like you're just about to live out your self-pity, not make a statement. I can't have shit art on my conscience. Ich kann es nicht mehr ein Gewissen vereinbaren, für beschissene Kunst verantwortlich zu werden. Du wirst schon sehen, ihr alle werdet es sehen. Die Träume eines Mannes einfach zu zerstören. Ich hoffe, du bist glücklich. Du wirst schon sehen. Und ihr alle werdet es sehen und erzittern. Yeah, not gonna hold my breath, Piggy. You look like you'd suck. Everything really. Oh, okay, das probieren wir mal anders mit der Konzeptbildung. Sobald ich diese andere... Warte, Moment, ich probiere das jetzt mit 3% Chancen. They do say the painter always paints his own portrait. Ich werde ein Selbstporträt malen. Du weißt schon, eines, das mein Inneres lebt, meine Leute zeigen, wie es dort aussieht. That's pretty fucked up. Even for you, Piggo. Okay, lass das. Gib mir einfach eine Farbe und ein Kissen, ich werde ein Kunstwerk schaffen. You're a real sad sack. You know that? Go ahead then. Art it up. Just try not to hurt yourself. And no self-portraits. Sie wirft dir den Pinsel vor die Füße. Dann tobt sie nochmal künstlerisch aus. Versuch doch mal sich selbst zu haben. Keine Selbstporträts. Danke. Oh, but I'm all out of fuel oil. You know what you should be able to find in your government-issued vehicle? Red-dyed heavy fuel oil. Kann ich aber Farbe benutzen? Stimmt, genau. Ich gebe mich auf keinen Fall mit Farbe zufrieden. Wenn dann Kinder mit Schwärme malen. Kann ich aber Farbe benutzen? Are you kidding me? Fuel oil is so much cooler. No way you're disfiguring that beautiful wall with something as pedestrian as ordinary paint. Und die Farbe da drüben ist das Regierungsschweröl? What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. In Jamrock aus dem Auto? Wir sind wahrscheinlich zu Fuß hergekommen, weil unser Auto keinen Sprit mehr hatte. She really did it. She's proud of it too. Das ist nicht mal ein cleveren Kommentar zur herrschenden Kultur. You ain't seen nothing yet, Piggy Boo. Ich habe gerade in Pillipo della Arte gekriegt als Archivment. Das macht gar nichts. Bis später. Okay. Was ist das Blaue da unten? Warum ist da unten was Blaues? Ach, das ist Mülleimer. Die müssen wir noch aufbrechen. Ach, schön. Da war noch eine andere Tür. Oder? Nee, jetzt bin ich im Maschinenraum. Oh, was können wir hier Schönes machen? Hey! Prolorm, Arbeiterjeans. Für den Mann. Das ist schön. Yay, 5 Credits. Ach, hier, warte. Gering genug Kohle für mehrere Winter. Sie riecht nach Chemikalien. Unter den Gitter huschen hunderte kleine Füße umher. Die Ratten der Stadt. Achso, das ist die... Ist das die... Hier hat jemand geschlafen. Vor kurzem. Hier wohnt die Haushälterin, oder was? Ja, das? Cindy? Cindy? Achso, Cindy pennt hier wahrscheinlich, oder? Kann ich sie doch ansprechen? Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Ist das dein Bett in der Kohlekammer? Oh, not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. Bergarbeiterin. She does have eyes that seem to be smeared with coal. Oh, mit Kohle geschminkt. Vor allem die Kohle, die hier anscheinend mit irgendwelchen Chemikalien voll ist. Echt? Yes. I keep hoping a shaft will collapse on me. But somehow, it never happens. Der Schacht stürzt nie über sie ein. Das ist kein richtiges Zuhause. Does anyone in a city like this? Antwortet sie wehmütig und sieht sich auf. If there's pain about any particular home she's lost, she's buried it deep, fortified herself against it. Sie mögen schöner aus ihrem Nebenmacher kriegt. It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Das tut gar nichts. Sie betrachtet die Farbe, die die Mauer hinabtropft. The inspiration will come to her once hell is set loose on the streets. It's too calm right now. Na dann, bis später. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? Schießen Sie los. Ja, ich würde ja gerne schießen, aber meine Waffe hat sich entschärft. Naja, gut. Also wir haben erstaunlich viel Kleingeld gerade gefunden auf unserer Nachttour hier, ne? Da geht's nochmal raus. Kann ich hier einfach beliebige Wohnung öffnen? Wohnung 8, der Briefkasten quillt über. Die Tür von Wohnung 9 ist abgeschlossen. Postkarte Boogie Street. Habe ich gerade das aus dem Briefkasten geklaut? You hear someone walking around inside.
rearranging the furniture. The number on the panel says 10. Jemand, der die Wohnung arrangiert? Ich habe jetzt leider nicht zugehört, wo die Kunos wohnen. The walking stops abruptly, but no one comes to the door. You can feel tension on the other side. Du spürst Anklopfen auf der anderen Seite. Ende. Jemand hat einen 5-zackigen Stern an der Wand gemalt. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says number 11. Nummer 11? Du untersuchst das It's a Feuergeschloss. solid lump of metal, but the shackle is deeply corroded. A solid pair of chain cutters would make short work of it. Better whip out those cutters. You won't get very far otherwise. Ohne den Bolzenschlag kommst du nicht. Oder wenn du genug Mechanik hättest, könntest du das Ding aufkriegen. Bolzenschlag nicht in der Hand. Ja, das ist jetzt zum Glück überhaupt kein Problem. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, This hier nachts door irgendwo has been einzubrechen. closed with a padlock. The chalk, what are you doing? You're trying to cut the body of the lock with the chain cutters, and it's really not working. Oh, ich bin so doof zum Bolzencuttern. Ach, schön. No reply. Keine Antwort. Ja, wenn man nachts irgendwo einbrechen möchte, aber mal was? That isn't just a 5-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers. The iconography of communism. In other words. Das umgedehnte Pentagramm ist in dieser Welt das Zeichen des Kommunismus? Du dachtest das Symbol genauer. The star and antlers was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mezov and the communards during the revolution. Ach, der gute Krasmasnov. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment, and fear in equal measure. Warum steht das Ding auf dem Kopf? To symbolize the toppling of the old order. Alte Ordnungsstation. Also, some social democrats were already using it. Ah ja, die Sozialkommentar. Die haben wahrscheinlich den Sozialkommentar. Achso, das ganze Ding gehört dazu. Warum hattest du das The Geweih? wreath of antlers represents a natural crown. It was about building a society that could exist in accord with the natural world, and at the same time above it. Naja, also das Geweih als Symbol der natürlichen Ordnung. Na gut, das Symbol weiß. Selbst die Farbe hat einen Grund. Because white is the color of peace. Ah ja. Was weckt die Symbolik in mir, wenn ich sie betrachte? Nothing at all yet. Right now, it's just meaningless shapes on a wall. Ah ja, also wenn wir den internationalen Kommunismus steigern wollten, wäre das hier wahrscheinlich die beste Möglichkeit. In der Kiste befinden sich Reinigungschemikalien. Riecht nach Waschmitteln. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe with a safety chain. An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the electricity. It's addressed to Mr. Uno Dorota. Uno de Rutan seit was? Der Sohn heißt Kuno? Wie einfach A ist das shabby denn? door hangs oddly on its snip. The cutter goes through them like dead leaves. The links fall to the ground on the other side of the door. Wieso kann ich das Ding jetzt einfach You can just durchschneiden? go in now. Ich soll doch Kuno beklauen und nicht. Jetzt ist doch gerade Nacht, oder? Niemand da? An der Wand hängt ein Hochglanz-Erotik-Poster, das von Feuchtigkeit ganz wellig ist. Geld. Ein Schreibtisch. A phone book lies open on the table, covering a stack of utility bills. Stromrechnung. Right next to it, in plain sight, sits a small bottle of amphetamine, conveniently equipped with a straw. Praktisch was ein Strom. Du nimmst das Speed vom You Tisch. pocket the bottle as if it were the most natural thing in the world. Ah ja, wir haben den Vater also erfolgreich beklaut. Macht der auf, wenn ich einfach reinlatsche? Gewöhnliche schwarze Jeans, plus 1 Beherrschung. Ein saurer Gestank hängt in der Luft. Ja, schönen Tag noch. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ach, schön. Die Tür ist einfach offen. Moos überwuchert die Badezimmerfliesen. Echtes Moos. Der Duschvorhang ist mit einer Art Schleim verklebt. Wozu bin ich hier? Oh, Magnesium und alkoholisches Getränk Commodore Red. Hey, den kennen wir doch. Verbleibende Portion 3. Oh, ich sehe also tatsächlich mehr, wenn ich mit dem Licht rumfuchtel. Aber
wacht der auf, wenn ich jetzt hier rumleuchte? Ich kann nur mit ihm reden, aber es... Naja, gut. Ob das so gut ist, den guten Mann auf haltenden Zug zu... Also ich habe eigentlich nicht vor, Kuno die Drogen zu geben. Jetzt bin ich ein richtiger Ermittler hier, ne? Mit meinen Handschuhen und Dings. Ich habe doch gerade die fingerlosen Handschuhe, die sind bestimmt total toll für Ermittlung. Kann ich hier drin noch was sehen? Naja, okay, es ist nicht so gewesen, dass das einen Unterschied macht. Wie würde ich jetzt hier noch hin? Ich kann mich ja nicht hoch, oder? Interessant, dass es so ein Apartmentkomplex ist. Achso, jetzt bin ich einfach hier. Hier ist noch wieder ein Mülleimer. Man gib mir meine Brechstange. Hey, signalblauer Marinemantel. Cool. Der Disco-Laser gibt mir Korpsgeist. Den brauche ich ja gerade nicht. Was macht meine Hose eigentlich gerade? Gewandtheit, Elektrochemie plus. Eigentlich ist die Hose in jeder Hinsicht kacke, ne? Naja. Also ich finde hier mit meiner Taschenlampe, ich bin super unterwegs hier. Meine Nachtwanderung. Magnesium! Kann ich mit dir jetzt noch alleine reden? Weil eigentlich will ich mit dir noch mit Katsuragi nochmal reden. You're back. Good. What can I help you with? Okay, erzählen Sie mir von angeblichen Drogenschmuggel. Ich brauche jemanden, der klug ist, mir was von der ungeschminkten Wahrheit über die Realität erzählt. Reality. Sie zieht ihre Kapuze enger um den Hals. Yes, reality is your side case. Das ist eine Nebenermittlung. An experimental side case. Ich stelle private Ermittlungen über die Welt an, in der ich mich befinde. Es hat mit einem medizinischen Problem zu tun, selbst die grundlegendsten Begriffe der Realität kann ich mich kaum erinnern. Für Erklärung ist es keine Zeit. Erzählen Sie einfach die ungeschminkte Wahrheit. Ich mach das dann mal. Yes. The episode. Sounds like an acute case of encephalopathy, now that I think of it. Sie stellt ihren Thermobecher ab und sieht dich an. But then I'm no doctor. Ask away, officer. I'll help however I can. Ich darf fragen, das ist ja schön. We're in. I know these all look good, but begin with the first, okay? Danke, liebe Enzyklopädie. Okay, Korpsgeist legendär. Was ist das? Du denkst, dass das Bedeutung für dich hat? BMR kann die Abschlussgespräch mit Kim abgehalten. Aha. Konzeptbildung unmöglich. Du greifst gar nicht nach etwas Grundlegendem? Wo sind wir? We're in Martinez, baby. Oh, jetzt kommen die guten Sachen. Baby. A casual term of endearment popular among the 50-plus crowd. It's a disco holdover, pay it no heed. Ein Disco-Holdover? Ich bin selbst ein Überbleibsel aus der Disco-Zeit, glaube ich. Aren't we all? Sind wir das nicht alle? She refers to your corresponding ages. Euer beider fortgeschrittenes Alter. So alt bin ich gar nicht. Was ist Martinez? Martinez is a district of Revachol. A very small district tucked away near the industrial harbour. North of the 881 and Jamrock. Nördlich der 881? You would be excused for not knowing about it. Unimportant, they say. Forgotten, even. Shelled to smithereens during the Revolution. It has its charms, just not this time of year. Achso, im Sommer ist es ja so ganz nice. Das ist ja schön. Erzählen Sie mir über dieses Martinez. Du weißt nicht, wie alt du bist. Nein, weiß ich wirklich nicht, aber ich sehe doch gar nicht so alt aus hier. Erzähl doch mal davon. I'm not a good ambassador. I've only been here once before. As a teenager. Not a lot has changed. There are ruins, a terminal, fishing boats, reeds, boys with boxy shoulders. Jungs mit breiten Schultern. Ah ja, okay. Also Sie waren in Ihrer Jugend hier. Müsste das denn nicht... Ihr fortgeschrittenes Alter. Wann war die Revolution? Könnte das vor der Revolution gewesen sein? This place used to be a province. A workers' resort before the city swallowed it and the artillery did its work. The reeds are the real star of the show here now. The further down the coast, the wilder it gets. Das Schilf ist das echte Highlight? Sie haben ein Meer erwähnt. Was für ein Meer ist das? It's not really a sea, it's the Bay of Revachol. And the bay feeds into the ocean.
befinden uns in der Nähe des Ozeans. Aber gut, wir wissen schon, dass wir auf in Archipel sind. Also ja. Yes. We're on an island in an ocean. The world's largest body of water. The Insulindic. Und wo ist der Rest? Known to the early Rivers as les immensités bleues, the blue immensities. Danke fürs Übersetzen, liebe Konzeptbildung. Das blaue Unermessliche. Wie lautet der Name? Caillou, as you already know. Na gut, wusste ich schon. Imagine a pebble. A smoothed over pebble amidst a great blue sea. Misshapen, cracked. The cracks are the River Esperance. We're in the delta of this river on the 6th branch. The Martinez Distributary. Ah ja. Mit der Beschreibung kann ich absolut nichts anfangen. It is clear this pebble is of enormous value to her. Danke, liebe Empathie. And to humanity at large. Falls ich weiß nirgendwo anders Menschheit gibt. Erzähl mir von den anderen. Nee, das was noch. Was hast du mit diesen Rehwandschul auf sich? Revachol is what you call a city. Oh, eine Stadt. Und was für eine Stadt ist es? Anscheinend eine Tote, ne? The great kind. Und warum? History detective. They built this city to resolve history. Our part in it, at least. Our centuries. Und wer hat das Ding erbaut? The nations of the Occident. Or migrant workers from Semenine and Ile Marat, depending on your creed. Ach so, das war sich die Leute hier alle vereinen. Okay, und wann? In the DeLorean century. 380 years ago. Also gar nicht so lange her. Und warum wird sie der Geschichte her? They say it's where the terrible questions of our time will be answered. The tensions are highest, the fault lines deepest. By that I mean conflicts. Ideological conflicts. The stuff of men. Das ist der Ort, wo die ideologischen Konflikte den Höhepunkt erreichen. Warum gerade hier? We are standing on a fertile, self-sufficient island able to sustain up to 200 million people. In the middle of the Insulindic Ocean. The world's connective tissue. It's where the money is. Eine selbstversorgende Insel für 200 Millionen Leute. Okay, hier ist das Geld. Okay, das würde viel erklären, warum ist hier das Geld. Also wir befinden uns in einem unbedeutenden Ort eines bedeutenden Ortes. I think it's fair to say so. Martinez is about... Es zeigt nur das Wasser in Richtung der in den Himmel ragenden Wolkenkratzern. A sparkle of lights on a nighttime horizon, reflected in the dark sea. Nächtliches Licht. 22 kilometers from the center of the world. That soldering iron is the bank of the world building. The bottom floors are Insiacom. Coalition Government, Insulindian Mission Command. Also wir sind 22 Meilen vom Zentrum der Welt entfernt. Naja, das ist aber eigentlich ziemlich nah dran, ne, wenn man sich das so, die großen Sachen so sieht. Du blickst auf das Meer hinaus. Silence. She lowers her hand. Sie lässt ihre Hand sinken. The water, the light. It's as though you're seeing it for the first time. Ich sehe es zum ersten Mal. There is no recognition. Only the immensity of the sea and the cold radiating from it. Wo sind wir? We are where we are. I have no truer answer to give, unfortunately. Wir sind, wo wir sind. Sie beobachtet dich genau, wie uns den Häuschen ab. Von Jamais Vu. Also kein Déjà-vu, sondern Jamais, wie ich habe das noch nie gesehen. Oder hieß Jamais nie? Mir darfst du keiner erzählen, dass ich, glaube ich, 4 Jahre in der Schule Französisch hatte? Ich müsste irgendwann mal noch mal diesen Duolingo-Kurs mal wieder gönnen und einfach Französisch wieder auffrischen. Einfach nur so das Prinzip. Noch nie. Ja, genau. Jamais. Noch nie. Also noch nie gesehen. Was ist das Gegenteil eines schon mal Gesehens? This is one thought you need to complete. Where are you? Gute Frage. Was there something else you wanted to know? I remember something about a lowdown. In welcher Zeit leben wir? These are unimportant times, Detective. You and I were born after the dust had settled. 1,000th of a second too late. Unbedeutende Zeiten, also quasi die Zwischenzeit. Manche Leute lieben ja diese... Es gibt doch dieses chinesische Sprichwort mit, mögest du in spannenden Zeiten leben. Das ist eher ein Fluch als ein Segen. Dass man... Das halt irgendwie, was halt irgendwie die Lebensgeister entspricht, dass es halt irgendwie dass man in spannenden Zeiten, dass es halt nicht gut ist. Aber auf der anderen Seite, da, Interesting Times. Es gibt doch einen Terry Pratchett-Roman, der so heißt.
Wenn ich XKCD aufmache, haut er mir auch mal das hier um die Ohren. Sieht man jetzt gerade nicht im Dings, aber im Overscreen-Chat. Tja, zu spät wofür. Aber das ist halt irgendwie ein Trag der modernen Ära, ne? Das ist halt irgendwie zu spät geboren, um die Welt zu entdecken, zu früh, um das Universum zu erkunden. Zu spät wofür. For the big time. Ihre Augen beginnen zu glänzen. Ihr breites Lächeln enthüllt ihre Zähne. Was ist die große The Zeit? revolution. Und was war diese Revolution, von der ich immer wieder höre? It's quite easy. Every 100 years or so, our species gets together to decide what's next, who gets shot in the head, and who gets the mineral rights. It's a real kerfuffle. Kerfuffle. Das kommt alle 100 Jahre vor, das ist ja schön. Wer hat die Mineralrechte bekommen? The liberals got the mineral rights. And by mineral rights, I mean everything. Sie blickt erst in den Himmel und dann landeinwärts auf die zerfallene Stadt. Mit Liberalen meinen Sie? Liberals are usually middle-class people, Detective. Or the remaining gentry. The beneficiaries of the pre-revolutionary arrangement. Die vorrevolutionären Abkommen? Was? Some were rich enough to stay with the constitution, with monarchy. Big mistake. Others bet on the revolution. They were called the ultras or ultra-liberals. They fared well. Naja, die Revolutionäre haben quasi gewonnen. Wie haben sie es geschafft? They didn't win so much as survive. We were the last ones standing when the war ended. Everyone else got shot in the head, remember? Das habe ich noch nicht gefragt, also weiß ich nicht, dass alle anderen Leute in den Kopf geschossen wurden. We. She's one of them. Of course. Sie ist eine von ihnen. Ja, das habe ich auch gesagt, dass sie ein Wir gesagt hat. Wenn er erschossen worden, wem kann man sich denn noch ergeben? To foreign intervention. The coalition. Those people really took the mineral rights. Fremde Interpretation? Wir haben ja doch gesagt, die Liberalen hätten alles The bekommen. liberals took everything that wasn't nailed to the ground. The coalition took the ground. The ocean, the laws and the people. Und wer soll das jetzt die Koalition? The coalition of nations. Grad, Mesk, Vesper, Messina, Oranje and Sur-le-Clay. The armed center of the world. They landed here and ended the revolution. It was the moralist thing to do. Aha, sur le chef. Die Moralisten. Ah ja, wir haben von den Moralisten haben wir schon gehört. There is bitterness in her voice, tempered with understanding. She is critical, but ultimately understands the cause. Ah ja, ich verstehe das Grundproblem. Moralisten. The moralists believe in keeping everything exactly the way it is. They believe in mineral rights and not shooting people in the head. Etwas, wofür sie er At ist. least not in the same manner and volume as the others do. They are the long-standing provisional rulers of Revachol now, the coalition government. Tja, das ist nicht alle derselben Art. Wir haben bereits seit langer Zeit die provisorischen Herrscher von Revachol, die Koalitionsregierung. This is their zone of control. They embolden the RCM with crumbs of the same law they took. Technically speaking, you are a moralist. Ja, ich hatte davon. Ich habe mit meinen Kollegen darüber The gesprochen. color of moralism is blue. The official motto of Moral Intern, or Moralist International, is a blue forget-me-not, a piece of grey sky. Unofficial. For a moment, there was hope. Für einen Augenblick gab es Hoffnung. Ich muss ihm widersprechen. Ich glaube nicht, dass ich ein Moralist bin. Nicht bloß technisch gesehen, auch in der Praxis. Für einen Augenblick lang gibt es Hoffnung. Wenn es darum geht, immer die Option zu wählen, die einen zu nichts verpflichtet, dann bin ich absolut ein Moralist. Und auch wieder nicht. Ich glaube nicht daran. Of course. Not easy to be moderate about head shooting in your line of work. Ah ja. Das geht hier ganz schön tief, ne?